Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu TIME at Sandrock. Heute wird der neue Schullehrer eingeführt. Lehrerin, aber okay. Ich muss zur Einweihungsfeier der Schule kommen. Muss ich das? Na dann. Aber heute hat Katori Geburtstag und wir können vielleicht endlich diesen komischen Skorpion verschenken. Ist das nochmal eine Erinnerung, dass wir zur Einweihungsfeier kommen oder ist das was Neues? Ach nee. Nachdem der Sandsturm bei unserem letzten Versuch, einen neuen Wald anzupflanzen, nichts gebracht hat, der Sandsturm hat eine ganze Menge gebracht, er hat den Wald nämlich kaputt gemacht, habe ich es geschafft, einen botanischen Experten, Professor Lou von Highwind, zu überzeugen, uns ein wenig bei der Lösung unseres Problems zu unterstützen. Er nahm unsere Einladung an und traf gestern in Sandrock ein. Ich veranstalte eine Versammlung im Rathaus, um Professor Lou willkommen zu heißen und nochmal über unseren Waldplan zu diskutieren. Als einer, der in der ersten Testphase geholfen hat, freue ich mich, wenn du auch dabei bist. Ja, wann denn? Hauptsache ist, du sagst mir nicht, wann das ist. Ernest schickt mir einen Bernstein-Ohrring, okay. The Lou Downen. Cool, die Quest haben sie einfach nicht ins Deutsche übersetzt. Warum auch? Warum kriegen wir eigentlich gar keinen Steinschrott mehr? Oh, da ist das. Ist das nochmal was anderes? Naja, eigentlich nicht. Weird. Achso, du kannst natürlich noch was Zweites machen. Das wäre total die Idee. How about... Nee, komm, kein Kupferschrott. How about mechanischer Schrott? So, haben wir noch mehr Faserabfall? Natürlich haben wir noch mehr Faserabfall. Und, Titanschrott... Moment. Du machst doch eh schon Titanschrott. Dann mach doch mal mehr Titanschrott und dann Eisenschrott und du machst... Aluminiumschrott meinetwegen. So. Okay, das läuft. Dann sollten wir hier auf jeden Fall mal das Wasser rausernten. Stuff anpflanzen hat echt nicht so viel gebracht, ne? Ja, ja. I'm on it. So, hierhin. Ist schon wieder irgendwo eine Sidequest. Hier ist schon wieder was von mir. Wait, das ist nicht die Quest, wo ich hin wollte. Die Quest, wo ich hin wollte, ist hier. Ah, Jane kommt auch gerade rechtzeitig zur Eröffnung. Wie passend. Good morning, everyone. Thanks for coming out so early. What an exciting day! We're here to celebrate the opening of Sandrock's brand new school. Thanks to the combined efforts of Construction Junction and our Commerce Guild, our children will no longer lose at the starting line. Ahem. During the Relic Rush, Sandrock was a bit more bustling than it is now. At that time, the city had a school, and there were even plans for a university. But as the environment degraded and the sandstorms became more rampant, more and more people moved away. When our last teacher, Miss Bliss, retired due to health reasons, no replacement wanted to come, leaving an empty schoolhouse sitting there until a sandstorm finished the job. Sie ist hochmotiviert und begeistert, siehst du. Kann ich bitte endlich gehen? Danke. I remember the day Miss Bliss We retired. did our best to try to bring back a school to Sandrock. But budget and population reality always stood in the way. In the meantime, folks in our community stepped up. Vivi, Heidi, even church members taught our children where they could. In the end,
I think we can all agree. The children of Sandrock are our future. We need to give them the best darn school we could possibly build. And now, after all of our efforts, it's a reality. Getting emotional here. But a school is just a building if it doesn't have a teacher. So, let's all give a great big Sandrock welcome to Jane, our new school teacher. Would you like to say a few words, Jane? Oh, yes, of course. Thank you all for the warm welcome. I'm looking forward to working with your children and filling their minds with knowledge. I hope our time together will inspire in them a love of learning that extends throughout their lives. I can't wait to get started. We're super happy to have you here, Jane. Now, without further ado, as mayor of this lovely town, I hereby dedicate this school to the children of Sandrock. Die 3, die wir haben. Jane will need some time to get her classroom set up and the curriculum planned. But school starts soon, so make sure our kids have all their school supplies ready. Have a truly great day, folks. Okay. Cool. Oh, wow. Wenn ich mir den Text von Rian so angucke, weiß ich schon, warum ich ihn nicht mag. Ist Kotori zufällig hier? Miss Jane, pleasure to finally meet you. I'm Heidi. Welcome to Sandrock. Oh, Heidi! Yes, a pleasure to meet you as well. You designed the school, did you not? I must say, my eyes lit up when I saw the design. You really went above and beyond. Oh, you saw the design before you came? I did! In fact, it sealed the deal for me. When I saw your angular, decisive lines shaped and cradled such a cozy little den of learning, I started to hear the voices of children laughing and singing. It was a no-brainer. Huh, whoa. I never expected my design to make such an impact. Well, I'll try to continue to impress. Say, you know, I used to be something of a teacher here myself. Me and, one other guy used to tutor the only kid in town. Is that so? How wonderful. So nice to be amongst like-minded individuals. Who is this other guy exactly? Well, I must meet them at once. Ah, well, he's, kinda going through some stuff right now. So könnte man das auch nennen. So, eigentlich wollte ich gucken, ob Kotori da ist, aber... So, what did you have in mind for the PTA, Dan B? Yeah, I'm interested as well. Oh, look at this. This is my 10-point plan. We're gonna make sure the kids of Sandrock will have the best experience in school. Mich interessiert keiner dieser 3 Charaktere. Ich werde das jetzt skippen. Holiday pop. Radical. That's right. Goddess. And I'll work with... So. Aber Kotori ist offenbar nicht... Miss Mia, I just had to say it again. Thank you so much for making all of this happen. Oh, to think I was really going to just rebuild that old shack and call it a school. Ich will doch einfach nur 3 Schritte weggehen. We all have our own... Really, Mayor, you don't have to thank me. I'm just doing what I think is right and trying to make a difference. Like you. Right. Well, still, we need to also commemorate those who make a difference, to set an example to others and inspire them to do great things. That's why I've commissioned a small plaque to be placed at the door with your name on it. Oh, really don't. Ein kleines Schild an der Tür. Meint sie dieses riesige Schild über dem Eingang, wo Mians Name draufsteht? Well, then you're going to hate this idea. Huh. Jane suggested we name the school after you. Mian's Institute of Telesis, or MIT for short. What? Institute? Technology? Yes, perhaps a bit of a stretch for a city school. But this is the kind of imagination we need to... Okay, darf ich jetzt irgendwo hingehen, ohne irgendwas zu triggern? Finally. Boah, das war ein bisschen anstrengend.
So, ist Tutorial zufällig im Museum? Zufällig nicht, okay. Wait, was war das? Was ist das hier auf der Minimap unten rechts? Oh, das ist... Oh, okay. Das zeigt einfach an, dass da die Minimap die Ebene wechselt. Okay, cool. Ich noch nie vorher gesehen, aber okay. So, ist Katori zufällig in ihrem Laden? Ich könnte auch einfach auf der Map gucken, oder? Warum ist Katori denn da vorne? So, ich gehe jetzt nicht zu Chi rein. Wenn wir jetzt das Ding am Rathaus triggern, bevor wir mit Katori sprechen können, kriege ich die Krise. Howdy. Oh, thank you. Wow, das gab nur 12? Gut, finde sie wohl nicht so toll. So long, partner. Na, das hat sich ja richtig gelohnt. Ihr wahrscheinlich irgendwas Cooleres schenken müssen. Keine Ahnung, auf was sie so steht. Nun ja, dann mal rein hier. Mal gucken, was Lue zu sagen hat. Ich bin gespannt. Ah, wer ist denn da? Welcome, everyone, and thank you for coming. I've called you all here to discuss how we'll move forward with Operation Greenland, which is what we're calling it now. It's much catchier than the plan to plant trees. We have wonderful guests visiting us all the way from Highwind who will be aiding us on this plan. Please say hello to Professor Law and his assistant, Nia. Professor Law is a leading botany researcher in the Free Cities. You may know him for developing the planter box technique. The professor and his assistant will be staying with us for a while to study and solve the soil issue we're facing in the outback. Thank you for the kind words, Mayor Trudy. I hope that we can work together to discover the reasons behind the inhospitable topsoil. I'm also interested in studying the declines in biomass productivity, particularly those due to anthropogenic causes. Oh no, I'm getting ahead of myself. It's a pleasure to be here. I hope we have lots of interesting academic discussions and discoveries. Nia, do you want to say something? Sure. It's so lovely to be back in Sandrock. A few of you have met me already, particularly the builder. It's great to see you again. It's good to see you too, Nia. Hey, du bist doch der Typ von gestern. What? Ah, yes. Ach so, zu Lou sagen wir I was das. poking around your workshop yesterday, wasn't I? If it weren't for you, I think I would have climbed to the peak of Mount Roxanne, looking at plant samples before getting down to business. Now that we've become acquainted, let's continue, shall we? So, let's assess the situation. We have now conducted 2 reforestation experiments in the desert. The Little Woods near Gecko Station was a resounding success. Using algae obtained from the shipwreck ruins, we were able to create a sustainable topsoil that supported trees. The second attempt was to plant a larger forest in the Eufaula outback. This time, the results were less than satisfactory. The algae did not prove effective, and the per capita water consumption was much higher than anticipated. Any ideas? I visited Zeke yesterday, and he gave me a thorough assessment of the situation. His research was fascinating. Desert planting is a colossal task. It is remarkable you have been able to achieve what you have so far. Sie haben Desert Planting mit die Anpflanzung von Wüsten übersetzt? Ich weiß nicht, ob es schon mal irgendjemandem aufgefallen ist, aber wir versuchen hier nicht eine Wüste anzupflanzen.
Ich meine ja nur. Regarding the algae, we'll first collect some samples from the outback. Then we'll compare and contrast the samples with those in controlled environments back in Highwind to see if we can observe any differences. As for the water, I'm afraid I can't think of a solution right now. Based on Zeke's numbers, there will be a massive shortfall, even if we somehow reduce the tree's per capita water intake. Well, we had water shortages before, and we pushed through. If we just put our heads together and... Wait, there will be another water shortage in Sandrock. Director Chi, I didn't say that. Oh, that's good. Because that would be adverse to my tea drinking habits. If we're ever low on water again, why don't we just use the water from the Starship ruins? Oh! Wait. What? There's water in the northern ruins? Isn't this obvious? Okay, look. The Starship ruins was a manufacturing and launch facility for aerospace vehicles. So of course there's water. Spaceflight takes a lot of water. They most likely even had an atmospheric water generator. I simply haven't found the reservoir yet. I thought Justice would have told you that by now. Huh? What? You didn't tell me anything either. Oh, I thought it was just logical. I presumed that you understood this. My mistake. You, me. Let's have a talk later. Is this really true? There might be a reservoir in the Starship ruins? And they have a water maker? No. Ah, so it was a joke. Not might. I'm 100% certain there is a water reservoir in that area. It might have an atmospheric water generator. They were built into every space facility during the late Old World period. Well, it seems to me that the water issue might no longer be an issue. Certainly worth this little misunderstanding. Justice, can we get the Civil Corps out there to find this atmospheric water maker? Justice? Yeah. Of course we can. No problem. How about you join me for an excursion to the Starship ruins tomorrow? Ja, sicher. Always raring to go, eh? Love the go-get-'em attitude. Well then, Director, Justice, and Builder will go with you to find this generator tomorrow. They'll be sure to protect you. I await the good news. Wow. So I'm a highly valued asset being protected by a team of specialists. Sounds like a plan. I'll start working with Mian and Heidi on plans for us to get that water into town. You can count on me. This is so exciting. Okay. Chi einfach schon weg. You got it. We'll see you there. Then that's all for today's meeting. Thank you again, Professor Law and Nia, for coming all this way. If there really is water in the Starship ruins, this will change everything for Sandrock. Wie Chi einfach aus der Cutscene rausgelaufen ist. Und so, ja, ich stelle mich mal hinten auf die Treppe, ne? Das ist mein Lieblingsplatz. Hier stehe ich immer so 3 Stunden am Tag. Hilft mir beim Nachdenken. I saw the look on your face at the meeting. You didn't expect to see me here, did you? Ich hatte nicht erwartet, dass du das von mir verheimlichst. I wanted it to be a surprise. I kept wanting to tell you, but I managed to keep it a secret. Now, I'll have your surprised face burned into my memory. Feels like the little games we'd play as kids again. Anyway, the real reason I'm here is so I can help with the soil problem. I told you I'd come back, so I didn't really lie, did I? Now that you're super famous and everything, my parents weren't as worried about me coming over here. They told me that I have a lot to learn from you. Oh yeah, your ma and pa told me to make sure you take breaks, to remind you to take a vacation once in a while. And also, your parents have been asking me about your love life. Like I'd tell. Like you know anything about it. You can tell me though, right? Seeing anyone special since the last time you saw me? Don't worry, I'll always support you. Mhm. Nee, niemanden. Geh dich in Scheiß an. Still no one? Oh, come on. You've been like this since forever. Just focusing on your interests and not caring about anything else. Well, when I write home, I'll be able to tell your parents everything's okay. Don't blame your parents for worrying.
It's not every day a part of the Alliance gets invaded by Duvos. We were all so frightened. I would have come right away if not for the Highwind government blocking all travel here for a duration. Sandrock is so far from the border. Who knew Duvos would have the audacity to attack here? Your ma's really unflappable. She told me everything's gonna be fine, to just put our trust in you. And she was right. You came through. Still, promise to never do this to me again. When the news first reached me, I couldn't even breathe. Now that I can see you in front of me with my own eyes, I can finally be sure that you're okay. Anyway, I should really go and unpack my things. I'll see you soon, alright? Ich fand sie beim ersten Besuch irgendwie weniger anstrengend. Ist halt so, hey, wir haben uns ein Jahr nicht gesehen. Ja, klar, frag mich über mein Liebesleben aus. Das ist das, ja, klar. Ich finde es halt immer noch weird, dass halt sie und der Main-Character prinzipiell einfach seit Kindesbeinen an quasi Best Buddies sind. Aber, also, und natürlich verhält sie sich dann auch so, aber irgendwie, dadurch, dass der Main-Character stumm ist, kommt es halt überhaupt nicht so rüber. Also ich habe also gar keine Verbindung zu ihr. Halt nicht. Es ist irgendwie ein bisschen strange. Achso, Chi hat noch eine Sidequest, ne? Hat er noch eine Quest oder will er nur quatschen? Das ist jetzt so die große Frage. Wenn das wieder nur Andy ist, dann... Howdy. No. I don't care. I really don't. Bye. War lange nicht mehr bei mir an. Lange kein Dörrfleisch mehr mitgenommen von ihr. Oh. Wollte ich es direkt wegmampfen? Aber nein. Okay, wir haben noch eine Main-Quest? Ah ja, da tatsächlich, man sieht es nur schwer. Dann gehe ich da wohl nochmal hin. Oh nein, das ist noch ein Dialog an der Schule, ne? Na gut. Hey, we're gonna have a new teacher! And finally, a real school! Yeah, pretty cool. Look what my mom got me! This pencil says Monday on it, and this one says Tuesday. Oh, and you'll never believe what this one says. It says Wednesday! Yeah, Logan got me the same pencil pack. I told him to stuff it. I chew on one pencil at a time. Ain't got no time for guessing what the future holds. What's the matter, Andy? You don't seem excited. Didn't you see the class schedule? There's not anything you're looking forward to? Nah. Listen, if it was me running this thing, we'd be kicking the arithmetic to the curb and doing all combat classes. That's right, morning till night, learning to fight. Combat classes? You're starting to sound like Pet. What? No, ain't like that. Me and that yellow-bellied snake in the grass got less in common than a frog and a tadpole. My classes would include protecting the weak, standing up to bullies, and hey, let's be real for a second, maybe a little bit of banditry. Okay. Gut, haben wir sonst irgendeinen Plan für heute? Nachdem die Main Quest uns eine Menge Dialog, aber nichts zu tun gegeben hat? Also ich meine, wir
Zumindest für heute nicht, für morgen dann schon. Regenbogen-Dinosaurier Seniorjacke. Ich bin gespannt. Vor allem, ob die noch besser ist als das Ding, was wir gecraftet haben. Vermutlich nicht. Aber gucken wir mal. Irgendwelche Commissions, die wir machen können? Na, guck mal, auf einmal sind die 5-Star-Aufträge wieder da. Oh, Akazienholzplanken. Dann holen wir heute wohl Akazienholz. Dann ist es das wohl. Das noch weg. Das noch weg. Und nach. Das noch weg. Dankeschön. So, dann schnappen wir uns mal kurz unser Gefährt, wollte ich sagen, wenn wir da jemals rauskommen. Ah, Kuba steht praktischerweise vor der Tür. Moin. Da müssen wir da gar nicht reinlatschen, das ist sehr gut. Oh, Level Up, das hatten wir lange nicht mehr. So long, partner. Ah, warte, der hat immer noch Text zum Plaudern. Okay. Get you later. Alright, und dann Hugo noch? Ah ne, Vivi, die einfach bei sich zu Hause ist. Ja, easy. Thank you. See you. Bye. Okay, wann kommt Mystery Man? In 4 Tagen. Okay. Jo, dann können wir jetzt aber wirklich Akazienholz holen, oder? Spricht halt gar nichts gegen. Wir haben immer noch nicht gefunden, wo es Pappelholz gibt. Fällt mir gerade so auf. Aber das kann halt... Also ich meine... Hier ist prinzipiell noch ein Riesenbereich. Ich wünschte, wir könnten hier irgendwie schneller hinkommen. Also, dass man halt nicht so zweimal quick traveln muss, sondern einmal. Das wäre irgendwie ein bisschen entspannter. Kann ich den Kollegen fällen? Oh ja. Das ist ja nicht das Holz, was wir brauchen, aber wenn wir schon dabei sind. Kann ich ihn eigentlich treten? Nein. Nadelmauerpfeffer, okay. Wo gab es doch gleich gelben Lavendel? Ich weiß gar nicht mehr, wofür ich den haben wollte. Irgendwas zu kochen, glaube ich. Ah, stimmt, hier liegt ja auch einfach mal random Gold rum. Das hatte ich völlig vergessen. Wir sollten hier häufiger herkommen. Ein bisschen Granit. Ist das eigentlich noch irgendwas Tolles? Flussstein? Okay, es ist halt einfach nur random Stein. Was ist das da? Achso, eine offene Kiste. Ja gut, machen wir die mal weg, bevor ich da nächstes Mal wieder von verwirrt bin.
Warum laufen eigentlich Husky-Winds in der Wüste rum? Also weder Huskies noch Pinguine fühlen sich in warmen Temperaturen wohl. Schon irgendwie weird. Okay, die random Goldvorkommen halten sich auf jeden Fall in Grenzen, stelle ich fest. Gerade mal geguckt, so ist hier noch irgendwo was, aber not really. Aber zumindest mit Akazie können wir uns hier ganz gut eindecken, das ist schon mal fein. Oh, das Kanickel läuft weg. Okay, schade. Ah, die sind doch einfach nur zur Deko da, oder? Die machen halt nicht wirklich was. Vielleicht hätte ich drauf schießen sollen. Hm. Dann haben wir, glaube ich, so erstmal alles an Bäumen abgeholzt, was hier brauchbar ist. Also wir können den anderen Großen jetzt auch noch mitnehmen. Die anderen beiden Großen. Aber eigentlich brauchen wir das nicht. Ich wüsste zumindest gerade nicht, wofür. Dann mal das bisschen Granit mitnehmen. Das ist, denke ich, keine schlechte Idee. Und dann Abflug. Zack. Und dann hier hin. Dann können wir noch mal ein paar Akazienholzbretter und was ist das andere? Stäbe? Ah, guck mal, der Kram ist reif. Na dann. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder reichlich Nashornkaktus. Hier. So, machen wir ruhig 15 Planken. Das finde ich fein. Vielleicht noch so 4 Eisenplatten hinten dran. Kann auch nicht schaden. Die Bratpfannen müssten fertig sein. Die wollten wir auch noch abgeben, ne? Wenn wir das noch können. Also die Quest ist auch gar nicht mehr da. Na gut, dann ist das jetzt so. Das können wir bei Trudy jetzt tatsächlich noch machen. Nochmal ein bisschen Geld. Trudy ist wahrscheinlich im Rathaus. Oder in der Nähe, würde ich vermuten. Yep. If I may ask, Director Chi, what are you doing here? I'm here to use the telegraph. As you know, I'm supposed to report in to the Alliance once every week about my progress in the Starship Runes. Although it is a pain, they are funding me and giving me on-site protection, so contractually, I can't complain. How are you progressing? I haven't seen much of you lately. It is a very big rune. I'm only cataloguing the most standout of technologies. I'll leave the rest to the other researchers and archaeologists. Even so, it'll take me a while. It is a very big rune. Well, I'm glad you showed up. If we didn't know about this new water source, I don't know what else we could have done. Maybe the light is finally looking out for us.
I just got back from the Starship Ruins. It was filled with such fascinating relics and science. I couldn't sleep. I just kept on absorbing. Ich habe keine Fragen dazu, glaube ich. Bist du dir ganz sicher, dass da oben ein Reservoir gibt? Ja, hat er schon gesagt, 100%ig. Ist das Wasser auch wirklich sicher? Es ist Wasser. Wenn nicht, also wir können es filtern. Hast du noch etwas anderes Interessantes entdeckt? Das ist, glaube ich, die einzige Frage, die mich interessieren würde. Yes. I found a quantum communicator, but I don't know how to operate it. There's a user manual, but it doesn't even say how to turn it on. It's like whomever designed this wanted me to be confounded. And lucky for them, I enjoy a good challenge. I also tested a cryo cell, but it wasn't working, which was good for me and in turn Sandrock in the end, because I didn't really have a plan for if it did work. Auf meinem Weg durch die Ruinen habe ich kein Wasser entdeckt. According to some of the base documents I found, there are several wings to this facility. You were in the Starship launch section. There are others. I'd assumed the reservoir and the atmospheric water generator would be somewhere close by. Cool. Sure, I'll meet you there tomorrow. Okay, wo ist Trudy jetzt hin? Gosh dang it. Okay, Trudy ist in der Zwischenzeit einfach ansaufen gegangen. Ja, fair. Ich kann es ihr nicht wirklich verübeln. Okay, 1217 Gold. Wie viel Geld haben wir jetzt? Knapp 60.000. Okay. Ich überlege gerade, ob ich hier von irgendwas verkaufen will. Den Bernstein-Ohrring, glaube ich. Keine Lust, den einzutuppern. Die Steine kommen auch mal weg. Alright. Irgendwie war das ein komischer Tag. Okay, wir sammeln hier noch ein bisschen Kram raus. Du kannst noch ein bisschen mechanischen Schrott machen und machst halt Gummischrott hinterher, warum auch nicht? Du machst nach dem Faserabfall, dann Aluminiumschrott, das ist auch okay. Du hängst immer noch bei Titanschrott? Okay. Cool. So, das ganze Geraffel weg. Die Pfannen können rüber, das kann rüber. Irgendwas wollte ich noch machen. Achso, kann ich noch Wasser craften eigentlich? Oh ja, ein bisschen. So. Nein. Okay, soweit so gut. Ich glaube, wir haben es basically erstmal, oder? Gehen morgen in die Ruine. That's fine. Immer noch keine. Ah, guck mal, aber ins Tote Meer müssen wir auf jeden Fall noch kommen. Also hatten wir ja schon vermutet, aber... Könnte das Ding aufwerten. Kostet halt nichts, ne? Machen wir einfach mal. Ja, und den Rest müssen wir, glaube ich, nicht wirklich. Boah, das ist eine Menge Stuff. Ja gut, dann gucken wir aber mal, was morgen in der Ruine rumkommt.
Aber wir nähern uns, glaube ich, so ganz allmählich, ganz allmählich dem Ende der Main Quest. Also da kommt noch einiges. Dass wir das Ding noch nicht komplett aufgedeckt haben, macht mich auch irgendwie ein bisschen... Aber da konnte ich, glaube ich, auch nicht hoch, ne? Das hatte ich probiert. Hier war auch noch unsichtbare Wand. Da auch. Hier kommen hier echt noch irgendwie größere Gebiete? Ich bin mal gespannt. Wir haben auch lange keine Haltestelle mehr gebaut, ne? Aber auch keine Quest dafür. Na, hier wird sicher noch irgendwann eine hinkommen, wenn wir darüber können. Aber ich würde mal sagen, so 20, knapp 20. Ja, so circa 20 Quests sollten wir noch in der Main-Questline haben. Vielleicht knapp drunter, ich bin mir nicht sicher, wie viel wir heute gemacht haben. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, wir brauchen wahrscheinlich noch so bis ins Frühjahr kommendes Jahr, je nachdem wie schnell die Questlines auch triggern. Wir sind jetzt Mitte Herbst. Naja, also so 40, 50 Ingame-Tage würde ich schon... Boah, echt noch so lange? Weiß ich nicht, gut möglich. Das bedeutet aber zeitgleich auch 40, 50 Folgen. Oh, übrigens... Ich habe, nachdem gestern, ja so viel gefragt, also nicht so viel, aber nachdem gestern ein paar Mal gefragt wurde, wann das auf YouTube kommt und ich mir nicht hundertprozentig sicher war, nochmal nachgeguckt und tatsächlich war der Start geplant für den 21. März erst, was halt Ewigkeiten hin ist. Und habe mich dann tatsächlich gestern Abend noch hingesetzt und halt alle Folgen, also die 150 Folgen, die ich schon hochgeladen hatte, halt alle nochmal rausgepult und alle händisch vorverschoben. Und wir starten jetzt am 21. Februar, damit es nicht ganz so super late ist. Oh Gott. Aber bis dahin habe ich, glaube ich, fast durchgängig zwei Videos pro Tag auf YouTube und ich wollte irgendwie nicht auf 3 Videos am Tag hochgehen, weil das kann ich nicht halten. Von daher... ja, ich glaube, wir haben jetzt im Februar im Zweifelsfall so 3, 4 Tage, wo nur ein Video am Tag kommt. Ich weiß gerade nicht, wie lange Donkey Kong läuft. Aber ja, auf jeden Fall startet Sandrock auf YouTube jetzt einfach mal einen Monat früher als ursprünglich angedacht. Was auch einfach angesichts der Tatsache oder angesichts der Menge an Folgen, die vorproduziert sind, was einfach eine absurde Menge ist, auch einfach mehr als gerechtfertigt ist. Auch 2 Videos pro Tag ist viel. Ja, dadurch, dass ich im Moment halt ja nur Teilzeit arbeite, ist das tatsächlich einigermaßen machbar. Mal gucken. Also, muss mal schauen. Also bislang läuft es halt nur bis Mitte März so. Oder dann bis ja ungefähr 20. März ist, glaube ich. 2 Videos am Tag. Dann erstmal nur ein Video am Tag weiter. Zumindest mit Sandrock, aber wir werden ja irgendwann mit Sandrock durch sein und noch andere Sachen machen, also mal gucken. Ich sage erstmal, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.